So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von der irgendwo in Thüringen 3 Map. Also das ist jetzt die dritte Version der Thüringen Map. Das ist eine Vierfachkarte und wir haben das andere Spiel zwar auch noch am Laufen, aber das Hauptaugenmerk liegt jetzt auf diesem Spiel. Wir haben hier mit verschärften Spielregeln gestartet. Und zwar zum Beispiel darf man nur Fahrzeuge mieten, die über 300.000 Euro kosten. Aber bei einem neuen Schlepper, der eine gewisse Größe hat und eine gewisse Ausstattung, hat man ruckzuck oder ganz schnell die 300.000. Also von dem her ist es halt für große Maschinen wie Drescher und so Sachen gedacht. Wir sind jetzt hier. Ich zeige jetzt euch heute erstmal so die Höfe. Also es gibt 3 Höfe. Es gibt ein LU von der Liana. Die hat momentan sich zwar schon das Gelände geholt, aber da sieht man noch nicht viel. Die hat noch nichts groß gebaut und sie hat auch noch nicht alle Maschinen. Und hier sehen wir jetzt vom Thomas den Hof. Das ist jetzt der vordere Teil. Und was er so an Maschinen bis jetzt hat, Schlepper. Und da hinten, so wie ich das richtig gesehen habe, da hat er schon Hühnerställe gebaut. Ich meine 2 Stück, ich weiß jetzt bloß nicht, ob das beides Legehennenställe sind oder ob das eine ein Maststall ist und das andere ein Legehennenstall. Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber könnten wir ihn eventuell mal fragen. Können wir überhaupt reinschauen? Ne, wir können nicht reinschauen. Wir haben zwar Hofrechte oder Farmrechte zum Maschinen benutzen. Vielleicht kann man da auch gar nicht rein, ich weiß es gar nicht. Ja, also hier ist zum Beispiel kein Tor. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall hat er hier Hühnerställe. Und ich habe... Okay. Das ist seine Einfahrt hier vorne. Ziemlich eng. Ich habe mir einen anderen Hof ausgesucht. Also wir haben das so gemacht. Besser gesagt, das hat der gute Ani Forever gemacht. Ich weiß nicht, die Map gibt es jetzt seit kurz vor Weihnachten. Ist eigentlich hübsch gemacht. Wir haben da dann noch ein paar Änderungen gemacht. Also das hat auch in erster Linie eigentlich der gute Forever gemacht. Und zwar, das hier ist normalerweise auf der Karte das Gelände von der Biogasanlage. Das habe ich mir jetzt gekauft. Und dann noch hier hinten die Wiese, das Stück dazu. Wer weiß, ob ich es noch brauche. Ich habe jetzt hier vorne habe ich jetzt schon eine Durchfahrhalle. Man muss halt das so machen, wie das Gelände war. Mal gucken, ob ich das hier noch wegmachen kann. Und hier noch eine kleine Halle. In der kann man dann auch Ballen lagern. Und hier habe ich einen Reparaturplatz. Dann habe ich hier einen Kuhstall für Mutterkühe. Hier eine Mistplatte, also Misthof. Hier drüben habe ich einen Schweinestall für Muttersauen, also Mutterschweine für junge Schweine. Und dann zur Aufzucht, also zur Mascht, habe ich hier auch noch einen Stall. Das sieht man dann auch
mit den unterschiedlichen Belegungszahlen. Die sind momentan noch leer, da wir erst gestartet sind. Unter anderem ist es auch so, dass das Spiel dann 7:24 durchläuft, ein klein wenig zeitversetzt, um 6 Stunden. Das heißt, das Spiel ist 6 Stunden zurück, wenn dann jetzt zum Beispiel, je nachdem wie jeder Zeit hat, wenn dann bei uns Nacht ist in Real, dann ist auf dem Server noch Tag und deswegen machen wir das mit den 6 Stunden, dass nicht jeder immer nur bei Nacht dann arbeiten kann. Das wäre ja auch blöd. Und jetzt gucken wir gerade mal schon rein. So sieht übrigens die Karte von oben aus und die Felder, wer sie nicht kennt. Ich habe mir einige Wiesen geholt, also Grünflächen. Und hier bin ich gerade mit Direktsaat Gäste am Sehen. Und hier auf der 30 lasse ich gerade den Helfer arbeiten. Der muss so Gras belüften, so unterbelüften, Bodenbelüftung machen. So, hier sieht man jetzt auch dann die Stelle. Also ich habe für Mastschweine 306 Mastschweine ein, für Mutterschweine 153. Ich möchte praktisch hier die Jungen erzeugen und die dann hier mästen. Das wird zwar mehr geben, aber der Rest kann ich notfalls auch verkaufen. Und dann hier noch für Milchkühe 214. Für Bullen habe ich jetzt nichts. Und dann bin ich noch im Überlegen, ob ich nicht eventuell mir noch einen Hühnerstall hole. Man darf erst ab dem 5. Tag im April, also 7 Tage hat ein Monat, darf man Gras silieren, also Silage machen, und Heu dann erst ab Mai und dann auch Heu nur bis Ende September. Das kommt auch vom Realen so in etwa hin. Und dann bei der Silage, die darf man auch noch im Oktober machen. Das kommt auch zum Realen hin. Dann gibt es auf der Map zum Beispiel keine Baumwolle, da das in Thüringen in Real auch nicht gibt. Finde ich ganz okay oder gut gemacht. Und ja, was gibt es noch zu sagen zu den Sonderregeln? Man darf keine Produktionen, die schon verbaut sind, verwenden, also die muss man erst bauen. Und das Video wird ja dann wieder in Teilen bei YouTube kommen. Da werde ich dann die Regeln mal einblenden, weil ich glaube, mir fallen jetzt so aus dem Stegreif auch gar nicht alle ein. Was wir alles festgelegt haben. Ach ja, auch noch ein wichtiger Faktor. Zum Beispiel darf man nicht mehr an Pachtfeldern haben, wie man gekaufte Landfläche hat. Heißt praktisch 50-50, also eher ein bisschen weniger. Wenn man jetzt 10 Hektar Kauffläche hat, dann darf man auch nur 10 Hektar oder eher ein bisschen weniger Pachtfläche haben an Land. Also das Verhältnis muss stimmen. Und so haben wir da jetzt einige Regeln. Ach ja, und man darf auch nicht mehr Kredit aufnehmen, wie man gekaufte Flächen hat, also an Wert. Ja, also das sind so mal im Groben die Regeln. Ach ja, und die Höfe müssen realistisch gebaut sein, also hallo auch SH1404. Sie müssen so gebaut sein, dass auch ein bisschen Grün dazwischen ist und so. Also solche Schätze haben wir da auch mit reingenommen. Und es gibt auf der Map so wie Sporttaschen zu finden. Da sind 25.000 Euro drin. Der
Gleichheit wegen haben wir das auch als Verbot reingenommen, dass man diese Taschen nicht suchen darf oder nicht sammeln darf. Ja, also das ist bis jetzt der Hof von mir. Den vom Thomas haben wir gerade angeguckt. Dann gehen wir jetzt schnell mal hinten rüber. Jetzt muss ich gerade mal nachfragen. Ja, Bild und Ton passt also soweit. Sehr gut. Dankeschön für die Information. Okay. Ja, es gab ein Update bei OBS und das ist das Aufnahmeteil hier und da weiß man dann also auch nicht, ob das alles passt. Das ist das Gelände von Sabina, also von Liana im LU und das hat der Thomas ihr schon ein bisschen eingeebnet. Hinten dran das Gras, die Wiese, die gehört mir, die habe ich schon gekauft gehabt. Eventuell, wenn ihr der Platz nicht reicht, verkaufe ich sie ihr vielleicht. Mal sehen. Ich denke, dass mein Zeug trotzdem reicht, was ich habe. Also ich will eventuell mir später auch noch eine BGA holen. So, jetzt schauen wir. Also wie gesagt, hier wird dann noch das LU entstehen von der Liana. So, hier. Ich habe einen New Holland T270 mit Frontlader. Der tut jetzt hier das Gras belüften. Also einen Helfer habe ich hier dran. Können wir hier gerade mal schauen. Und wenn ich mir das so angucke, dann ist der hier schon fertig. Das, was rot ist, das muss noch weg. Das muss noch gemacht werden. Ja, hier sieht man es ja auch. So, mal schauen, wie es aussieht. Ja. Ja, der Helfer ist leider ab und zu ein bisschen, ich sag's jetzt mal, doof. Der erkennt hier bei dieser Grasgeschichte nicht, was er schon gemacht hat und was nicht. Das heißt, der fährt jetzt fährt er zum Beispiel hier rein, wie er soll. Also er macht jetzt neues Belüfteter und das hier ist schon fertig. Aber wenn er dann hier ist, dann merkt er das nicht und dann macht er auch wieder das andere nochmal. Und das ist natürlich doof. Doppelte Arbeit, kostet ja auch Sprit. Ja. So, also. Dann können wir den hier mal arbeiten lassen. Nebenbei zeige ich euch mal gerade, was es noch so gibt. Was der Forever noch gemacht hat. Also wir benutzen, das ist auch eine Regel, nur Realistik Sieder Saatgut, das passt genau im Preis und auch im Verbrauch. Gibt es in Säcken und gibt es auch in Big Bags. So, dann bei den realistischen Preisen passt jetzt zum Beispiel beim Quaderball der Strohpreis, der Heupreis, Rundquader, Silage, Rundballensilage, also das passt hier alles. Deswegen hat der Forever das hier mit den realen Preisen erstellt. Oh, hier gibt es ja immer Angebote.
Ich habe momentan einen gemieteten John Deere, der liegt über 300.000. Da habe ich mir erst überlegt, ob ich mir den kaufen soll, aber das ist natürlich auch, den hier habe ich gemietet, auch wenn er günstig ist, bis ich da noch den großen Motor eingebaut hätte, dass er 388 hätte. Das Geld brauche ich vielleicht noch woanders. Ich habe momentan jetzt 632.473 Euro noch zur Verfügung. Jeder Hof ist gestartet mit 2,5 Millionen, außer das LU, das hat 5 Millionen, weil das muss ja große Maschinen sich zulegen, damit es dann für uns zum Beispiel häckseln kann und so Sachen machen. Und es soll natürlich auch Gewinn erwirtschaften. Was wollte ich jetzt noch zeigen? Ich wollte jetzt noch irgendwas zeigen. Ach ja, genau. Hier. Das hier ist praktisch das, was wir jetzt noch haben, die 632.000 und die 1.867.000, die habe ich schon ausgegeben von den 2,5 Millionen. Davon sind 1,2 Millionen Landkauf und Baukosten 338, neue Fahrzeuge bis jetzt 285. Also ich habe schon ein paar Sachen, aber ich brauche auch noch Sachen. Ja, hier haben wir zum Beispiel dann, das ist auch ein Mod. Wir haben hier sehr viele realistische Mods drin, wo man dann immer sieht den Höchstpreis für Kalk zum Beispiel, den es gibt, und der Höchstwert und der Monat, wo am meisten wert ist. Das kennt ihr ja schon. Precision Farming. Hier sieht man jetzt von den Flächen, die ich habe, die schon, eigentlich auch von allen, also hier sind die meisten meine, der pH-Wert, also was Kalk drauf ist oder muss, und hier der Düngewert. Wir können das gerade mal so machen, Land, so alles was grün ist, ist meins. Das hier hinten wird zum Beispiel ein Zuckerrübenfeld und das hier auch. Das hier ist eine Wiese. Das ist Wiese. Das ist die Wiese hinter Liana ihrem Hof. Das ist Feld, das ist Feld, das ist die Wiese, wo der Helfer gerade ist. Das ist eine Wiese, das ist eine Wiese. Und hier die 6, das ist da, wo ich gerade gestern am Sehen bin. Hier meine ich 32, da kommt Weizen rein. 33 kommt Mais rein. Ich habe mir das schon auf den Zettel geschrieben. Wir arbeiten natürlich mit dem Fruchtfolgeplaner, auch so eine Geschichte, wo dann Einfluss hat auf den Ertrag, was also vorher zum Beispiel drin war. Wenn man jetzt zweimal hintereinander Weizen hätte und würde dann hier nochmal Weizen machen als Beispiel, dann hat man nur 60. Wenn man jetzt schon beim zweiten Mal Raps macht, dann hat er Weizen etwas mehr wie 100% Ertrag, der Raps dann auch. Und wenn man dann als nächstes Gerste macht, hatte die 1,10. Raps wiederum, weil es dasselbe ist, weniger, Hafer 1,05, Mais 1,10. Also das muss immer in Fruchtfolge passen. Ja, also so ist es mit diesem Fruchtfolgeplaner. Das ist auch sehr realistisch. Deswegen haben wir das auch so.